Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland, nicht alle von Ihnen leben in Ländern mit demokratischen Strukturen, aber in jeder von Ihren Heimaten repräsentieren Sie die Schweiz und ihre demokratischen Werte. Ein sehr wichtiger Teil dieser Demokratie sind Whistleblower. The NSA specifically targets the communications of everyone. Sie riskieren viel, wenn sie Sachen aufdecken, die die Reichen und Mächtigen nicht aufdeckt haben. Also man hat versucht, mich psychisch krank zu machen, was ja dann schlussendlich auch gelungen ist, mittlerweile, dass ich eine schwere posttraumatische Belastungsstörung hatte. Darum gibt es in vielen Staaten spezielle Gesetze zum Schutz von Whistleblower, aber nicht in der Schweiz. Die Schweiz hat Gesetzgebungslücken und schafft damit Schlupflöcher für Korruption und Geldwäscherei. Wie kommt es, dass der Staat, der sich selber gerne als Paradedemokratie sieht, beim Schutz von so einem wichtigen Teil einer Demokratie so wahnsinnig hineinhinkt? Wer würde den ganzen Finanzplatz in Frage stellen? This is the truth. The public needs to decide. Die grossen internationalen Whistleblower kennt jeder. Snowden, Manning, Mark Feld, Daniel Ellsberg, David Kelly. Ihre Enthüllungen haben die Welt bewegt. Der Mark Feld hat unter dem Pseudonym Deep Throat einen amerikanischen Präsident vom Thron geholt. Well, I'm not a crook. Wegen der Chelsea Manning haben Journalisten auf der ganzen Welt Zugang zu diplomatischen Internas aus den USA. Und ohne Snowden wüssten wir nicht, dass die NSA praktisch die ganze Welt digital überwacht. The NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. Korruption und vergleichbare Delikte die finden im Verborgenen statt und sind darum sehr schwierig aufzudecken. Wenn die Aufdeckung gelingt, ist das meistens dank Whistleblowerinnen und Whistleblower. Das ist der Martin Hilti. Er ist Geschäftsführer von Transparency International in der Schweiz und kümmert sich darum Berufswegen um Korruption. Whistleblower riskieren nämlich sehr viel, erhebliche Nachteile. Und es ist darum wenig erstaunlich, dass nur wenige Personen bereit sind, die Nachteile in Kauf zu nehmen. Und das führt dazu, dass Unregelmäßigkeiten, Korruption weiterhin allzu oft unentdeckt bleiben. There were personal attacks, like humiliating me, isolating me, defaming me, dismantling my team. They destroyed my life. They stole 20 years of my life. Jasmin Motarjemi war früher Managerin für Lebensmittelsicherheit bei Nestlé. Wo sie angefangen hat, die ethischen Verstöße von ihrem Vorgesetzten durch alle Stellen bis zum Konzernchef zu melden, hat man sie gemobbt und schlussendlich entlassen. Whistleblower wird eigentlich eher zum schwarzen Schaf gemacht. Oder? Der Rudolf Elmer hat für die Bank Julius Baer auf den Cayman Islands gearbeitet und hat Daten über Steuerhinterzieher bei sich zu Hause gehabt. Als er die an Wikileaks weitergegeben hat, hat man ihn angeklagt. Wegen Verletzung vom Bankgeheimnis. Ja, man hat versucht, meine Glaubwürdigkeit zu zerstören und das aus Gründen, aus wirtschaftlichen Interessen der Schweiz. Oder? Man hat mich auch in den Medien als psychisch Kranken, als Rächer, als Link zu 9/11 sogar und Neonazi bezeichnet. Oder? Also, die Absicht war ganz klar, mir eine sogenannte gesellschaftliche, berufliche, soziale und auch der finanzielle Tod herbeizuführen. Wie kann es denn rechtlich sein, dass ein Motarjemi gekündigt wird oder dass ein Elmer angeklagt wird? Also im Privatrecht basiert der Schutz auf einer sehr offenen Bestimmung im Obligationenrecht, nämlich der Artikel 321a. Und im Absatz 1 wird eine Treuepflicht gegenüber dem Arbeitgeber festgehalten. Und zwar muss abgewogen werden zwischen den Treuepflichten gegenüber dem Arbeitgeber und den Offenlegungsinteressen. So wie jetzt die Bestimmung heute gehalten ist, führt die Interessenabwägung tendenziell oder fällt tendenziell zugunsten vom Arbeitgeber aus. Und ganz wichtig auch, die sehr offene Bestimmung, eben die Interessenabwägung, die in jedem Einzelfall vorgenommen werden muss, die führt zu grosser Rechtsunsicherheit.
Und weil das alles jedes Mal neu entschieden werden muss, sind Firmen wie Nestlé oder Banken wie Julius Baer klar im Vorteil. Sie haben fast unendliche Ressourcen, um ewig lange Prozesse zu führen. Ja, ich bin natürlich jetzt finanziell im Ruin. I am not compensated for my losses yet. After 12 years of judicial battle, and even if I would be, it will be only a fraction of what I have lost. And the civil law is extremely expensive, especially if you have to go after a big company. Wir haben massiven Druck bekommen von der Bank über Privatdetektiv. Also die haben uns ja 1,5 Jahre observiert bzw. gestalkt oder genötigt. Das heisst nicht nur mich, sondern auch meine Frau und meine Tochter. Also wir haben versucht, mich psychisch krank zu machen, was ja dann schlussendlich auch gelungen ist mittlerweile, dass ich eine schwere posttraumatische Belastungsstörung hatte. Es hindert im Moment niemand eine Firma daran, unangenehme Kritiker so lange vor Gericht zu zerren, bis sie ausblütet sind, psychische Probleme bekommen und schlussendlich einen Vergleich eingehen, der mit einer Verschwiegenheitsklausel verbunden ist. Das ist beiden, dem Mutarjemi und dem Elmer, angeboten worden. So in such a situation, who would blow the whistle? What should they? Dazu kommt, dass Unternehmen selten strafrechtlich belangt werden. Also selbst wenn eine Firma eine Whistleblowerin nötigt, mobbt oder observiert, passiert nachher nicht viel. Wenn man gutgläubig etwas aufbringt, dann darf man eigentlich nicht dafür bestraft werden. Wer mit nachvollziehbarem Verdacht meldet, darf keine Nachteile erfahren. Das Kriterium, das gibt es derzeit eben nicht oder ungenügend. Also das ist ein Kriterium, das aber international sich etabliert hat. Das ist der internationale Standard. Also die EU ist der Schweiz um Welten voraus. Im Rest von Europa können WhistleblowerInnen nämlich nicht einfach so rausgemobbt und vor Gericht gezerrt werden. Die Schweiz erfüllt in diesem Bereich nicht einmal die internationalen Verpflichtungen, die sie eingegangen ist. Die Schweiz hat alle 3 internationalen Konventionen unterzeichnet und ratifiziert und sich damit zu der Umsetzung im nationalen Recht verpflichtet. Und die Schweiz wird hier leider, aber zu Recht, massiv kritisiert. You see, in many countries we talk about protection of whistleblowers, but I would say we need to protect any employee. Harassment of employees or whistleblowers should be a criminal offense and be sanctioned by prison. Dass das Unternehmen auch, also die Sache, die der Whistleblower aufbringt, genau angeschaut wird von der Justiz. Oder weil das rechtfertigt dann überhaupt der Whistleblower. A priori, when you are blowing the whistle and saying that I see this potential risk, you don't know at that moment if that potential risk will materialize or not, and if it does, whether it will kill one person or 300,000 babies. From the moment a company is neglecting a risk and is not taking measure, is a criminal negligence. Das Parlament hat vor gut 2 Jahren eine entsprechende Vorlage, die zum Ziel hat, den Schutz zu verbessern und wo das Parlament über 12 Jahre lang daran herumgecatcht und herumgezimmert hat, ersatzlos gestrichen und also letztlich beerdigt. Und damit ist natürlich ein gesetzlicher Whistleblowing-Schutz im Privatrecht in weite Ferne gerückt. Die Mehrheit der grossen Firmen in der Schweiz sagt, sie hätten schon einen internen Schutz. Aber wenn es keine gesetzliche Kontrolle und Sanktionen gibt, bleibt die Umsetzung trotzdem an der Ethik der Unternehmen hängen. WhistleblowerInnen in der Schweiz sind also auch in Zukunft der Willkür und Selbstregulierung von Firmen und einem Nachteil im Justizsystem ausgesetzt. Und das bleibt weiterhin eine Schwachstelle in unserer Demokratie. Denen, wo man speziell auf die Finger schauen sollte, also den grossen und mächtigen Firmen, die arbeiten in einem System, das einen der wenigen Kontrollmechanismen benachteiligt. Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland, in jeder von Ihren Heimaten repräsentieren Sie die Schweiz und ihre demokratischen Werte. Diese Werte sind nicht einfach da. Man muss immer wieder neu darum ringen.
Schweiz hat im Vergleich zu anderen Ländern, insbesondere auch zu den Nachbarländern und den EU-Staaten, in diversen wichtigen Bereichen Gesetzgebungslücken und schafft damit Schlupflöcher für Korruption und Geldwäscherei. Und es ist natürlich naheliegend, dass bei dieser Konstellation die Schweiz anziehend auf korrupte oder andere Kriminelle wirkt. Merci vielmals. Happy? Es ist wahnsinnig, eigentlich so wahnsinnig beängstigend, das mal so zu hören. Also vor allem, wenn man den Bankensektor und den Rohstoffhandel in der Schweiz bedenkt. Ja. Das ist wirklich relativ crazy.